Hallihallo, neues Video am Donnerstagmorgen hier in Pagera. Viele von euch kennen das Valentinpark und viele von euch kennen auch ein Schild, wo drauf steht Rauchentwöhnung. Genau dort hat es eine Verpuffung gegeben, so habe ich mir das sagen lassen, und ein Teil eines Gebäudes ist eingestürzt. Ja, man sieht, dass die Feuerwehr hier stark mit Löschschaum gearbeitet hat, sind noch mitten in der Arbeit. Krankenwagen war hier. Was genau passiert ist, wird man natürlich in den nächsten Tagen aus den Presseberichten der Polizei entnehmen können. Hier für euch ein paar Aufnahmen. Ja, ihr seht dort diese Tennisstatue und ja, da sind noch die Reste von dem Löschschaum. Also der Brand ist inzwischen weitgehend gelöscht. Da sind vielleicht noch ein paar Blutnester. Das wird man jetzt beobachten. Die Feuerwehr hat jetzt inzwischen die Arbeit weitgehend eingestellt. Ja, da ist es da, soll es da eine Verpuffung gegeben haben. Der Geruch dieses Brandes war übrigens bis nach Port Andratschen zu riechen. Also das muss schon mächtig gewesen sein. Wie gesagt, was da letztendlich passiert ist, werden wir die Tage sehen. Ja, sehen wir, unsere Feuerwehrleute sind wieder fleißig am Arbeiten und die sind wirklich von der schnellen Partie. Also ich habe kaum eine Feuerwehr erlebt, die schneller reagiert, wenn es brennt, wie unsere Bomberos hier auf Mallorca. Ja, da sehen wir noch die Kanister mit dem Löschschaum. Man hat versucht, eben halt den Schaden hier in Grenzen zu halten und hat sich dann für den Löschschaum entschieden. Und ja, scheint funktioniert zu haben. Hier kann man auch sehen, dass man hier zusammenarbeitet. Das ist jetzt ein Fahrzeug von der Gemeinde Calvia, mit dem wird jetzt praktisch das Löschfahrzeug befüllt, sodass das Löschfahrzeug hier vor Ort stehen bleiben kann, falls dann noch mehr nachgelöscht wird. Und wie gesagt, ein bisschen raucht es da oben noch. Ich glaube, für die Feuerwehr ist das Schlimmste geschafft. Wir wollen nicht hoffen, dass da noch irgendwelche Blutnester durch die Gegend geflogen sind, dass es dann noch große Nachlöscharbeiten geben muss. So, Sie sind hier im benachbarten Hotel, sprechen gerade noch mal mit dem Eigentümer. Was passiert? Was ist denn heute Morgen passiert? Also meine Tochter hat dreimal einen Knall gehört, ist aufgestanden und dann hat sie gesehen, dass gegenüber auf dem Balkon die Leute schon standen und es brannte. Und dann hat sie mich gleich geweckt und gesagt, pack alles ein, wir gehen jetzt runter. Ausweise und so weiter. Es gab in den Social Media schon oder beim Café die Gerüchte, dass das Hotel evakuiert werden musste. Ist da was dran? Nein. Sie hat nur im Nachbarhotel jemand von der Rezeption gehört und die hat gesagt, also raus und da brennt's. Ne? Also mehr kann ich es reicht. nicht sagen. So, ja, wie gesagt, da, im Moment wird der Rauch noch mal wieder stärker. Also das, was wir eben halt wissen, ist, dass es wohl 3 Knallgeräusche hintereinander gegeben haben soll. Auch der Eigentümer ist davon geweckt worden. Inzwischen wissen wir, dass hier kein Mensch verletzt wurde. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich sage mal, so ein Schaden am Gebäude kann man ersetzen, aber der Schaden an den Personen eben nicht. So, jetzt habe ich mich noch mal ein bisschen aufklären lassen. Ich habe mit den Eigentümern gesprochen. Also nach deren Aussage ist es so, dass der Mann erst sowas gehört hat, wie als wenn jemand einen LKW entleert, also wenn jemand Schutt abkippt, so hat es sich angehört, dann gab es ein Zischen und dann einen Knall. Jetzt kann man viel spekulieren, natürlich kann es sein, dass irgendwie was zusammengebrochen ist, den Kopf an der Gasflasche abgeschlagen hat und es hier dann eine Kettenreaktion gegeben hat, aber wie gesagt, um das jetzt genauer anzugrenzen, da muss jetzt die Kriminalistik ran, das zu untersuchen, das werden die Feuerwehrleute jetzt auch machen. Zu Schaden ist Gott sei Dank keiner gekommen. Es wurde hier auch kein Hotel evakuiert, wie es denn schon hieß, sondern hier ist es ja nochmal fast glimpflich ausgegangen. Ob da jetzt von außen jemand eingewirkt hat, das wird sich dann alles zeigen. Wir sehen uns dann im nächsten Video.